Weil wenn man aufwacht, dann muss man ja sein ganzes Weltbild verändern. Also alles, was man über sich selbst denkt und über die Welt. Weil wir ja halt einfach überall belogen werden. Weil die Wahrheit hier auf der Erde so gut versteckt ist, muss man halt auch vieles umändern, wenn man anfängt aufzuwachen. Könntest du für uns nochmal definieren, was für dich Aufwachen bedeutet? Also es sind eigentlich 2 Fragen in einem. Jemand hat ja immer um Aufwachen, aber warum schlafen wir denn überhaupt ein, wenn wir kommen? Was hat das überhaupt für einen höheren Sinn? Also aus meiner Sicht war das ja ganz am Anfang gar nicht so geplant gewesen, dass die Menschheit halt jetzt da ist, wo sie jetzt ist. Aber weil das halt eben so gekommen ist, macht die geistige Welt auch das Beste draus. Und es gibt Seelen, die halt sagen, sie wollen ja inkarnieren und sie wissen dann, dass sie vergessen und finden das aber gut, weil sie dann gewisse Erfahrungen machen können, die sie so nicht machen könnten, wenn sie nicht vergessen würden. Das heißt nicht, dass das Vergessen ursprünglich geplant war, aber weil es halt jetzt hier ist, gibt es einfach Seelen, die das auch nutzen. Und die andere Ebene ist, dass halt von den unlichten Kräften das Vergessen ja auch bewusst halt mehr also da gehalten wird. Ja. Manchmal ist es ja auch so, wenn eine Seele hier inkarniert und sie dann weiß, sie wird vergessen, dann kann es sein, dass sie in der geistigen Welt gar nicht weiß, wie stark sie vergisst. Und wenn sie dann hier ist, dann ist das so extrem, dass dann einfach das eine zum anderen dazu kommt und es dann irgendwie noch seltsamer wird, als man das irgendwie am Anfang gedacht hat. Du hast ja mal gesagt, es braucht für die kommenden Zeiten hier im 3D von uns allen viel weniger Mut für das, was kommt, als der Mut, den wir brauchten, um überhaupt uns auf dieses Abenteuer Erde einzulassen. Oder? Mhm. Ich habe neulich mal gehört, dass alle Seelen und alle Wesen, die mal auf der Erde inkarniert hatten, dass die, wenn sie dann in der feinstofflichen Welt sich bewegen, wie so eine Signatur tragen, wo alle sagen, wow, du warst auf der Erde, oh, du bist einer. Stimmt das? Also ich weiß jetzt nicht, was die anderen Wesen da immer so denken, wenn sie das sehen. Aber das stimmt schon. Also wenn man hier auf der Erde war, dann hat man das ja so energetisch als Information auch bei sich und das bleibt auch wenn man den Körper verlässt. Also es gibt Dinge, die, wenn wir unseren Körper verlassen, die haben wir dann nicht mehr bei uns und andere Dinge eben schon noch. Also weil unsere Inkarnationen, die haben eine Wirkung auf uns. Es ist ja nicht egal, was wir daraus machen oder so. Und wenn man hier inkarniert ist und hier aufwacht, dann zeigt das einfach auch, dass man ja eine seelische Kraft in sich hat. Weil sonst kann man hier gar nicht aufwachen. Auch wenn niemand von uns ganz wach ist. Aber nur schon, dass das anfängt. Weil wenn man aufwacht, dann
muss man ja sein ganzes Weltbild verändern. Also alles, was man über sich selbst denkt und über die Welt. Weil wir ja halt einfach überall belogen werden. Und wenn man das merkt, dann muss man ja alles neu einordnen. Ja. Und das braucht ja eine seelische Kraft, dass man das überhaupt kann. Weil man muss dann ja zugeben, das war falsch, an was ich vielleicht Jahrzehnte geglaubt habe. Und das kann auch gar nicht jeder. Und aufwachen heißt ja, dass wir uns wieder unserer Seele öffnen und dass wir halt auch die Liebe, die wir in unserer Seele sind, dass wir das hier auf die Erde holen und dass wir halt die Wahrheit finden. Und weil die Wahrheit hier auf der Erde so gut versteckt ist, muss man halt auch vieles umändern, wenn man anfängt aufzuwachen. Das hast du schön gesagt. Die Wahrheit ist hier auf der Erde sehr gut versteckt. Das merke ich mir. Ja, da haben wir noch was zum Einblenden, wegen der, weißt du, wegen der Schwingungserhöhung und dieses Diagramm. Das seht ihr jetzt nicht, aber viele fragen, also hier die im Raum sitzen, sondern nur die zu Hause. Das ist von Stephen Hawking, heißt er, oder Stephen Hawking, ich weiß es nie. Also nicht der Physiker. Ein Diagramm mit einer Bewertung von den unterschiedlichsten Gefühlen, also angefangen von Hass, Wut und so weiter, bis zur bedingungslosen Liebe. Und ich finde das immer wieder sehr, sehr, sehr hilfreich, sich das mal wieder vor Augen zu führen, weil viele fragen ja auch, ja, was ist Schwingungserhöhung überhaupt? Was bedeutet das überhaupt? Und wie kann ich das tun? Ja, Christina, möchtest du dazu noch was sagen? Also wie kann man immer mehr in die höher schwingenden Bewusstseinszustände gelangen? Also halt durch das eigene Bewusstsein. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das beschreiben soll. Beginnt es mit einer Entscheidung, dass man das möchte? Ja, eine Entscheidung, dass man das will und dass man, wenn man weiß, zu welchem Gefühl zum Beispiel man hin möchte, dass man das bewusst weiß und man kann sich das gedanklich auch sagen, auch wenn man das vielleicht zuerst gar nicht fühlen kann. Also viele Dinge, wenn wir sie noch nicht fühlen können, die fangen dann ja in unserem Kopf an. Und dass wir das halt immer wieder wiederholen, bis wir es irgendwann fühlen. Und also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie für jeden so ist, aber also bei mir ist es zumindest so, dass ich finde, wenn wir in eine höhere Schwingung wollen und in schönere Gefühle, weil wenn wir uns gut fühlen, dann sind wir automatisch in einer höheren Schwingung. Und wenn wir das wollen, dann, also finde ich zumindest, dass es darum geht, dass wir das haben können, ohne dass wir uns von uns selbst trennen und irgendwie über uns selbst rumschweben. Weil es gibt im Spirituellen ja viele Leute, die dann sagen, so im Sinn wie ein Adler, der dann über sich selbst kreist und
Aber für mich geht es nicht darum, dass wir uns von uns selbst trennen und so in einer höheren Schwingung sind, sondern dass wir mit uns selbst verbunden bleiben und uns emotional so heilen, dass wir hier sein können und in einer höheren Schwingung sind. Und nicht, dass wir oben irgendwie weg müssen und so in einer höheren Schwingung sind. Ich weiß nicht, ob man jetzt verstanden hat, was ich genau meine. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass bei einigen Spirituellen, dass die lieber einfach nach oben weg wollen, weil es auch einfacher ist. Aber zumindest für mich geht es darum, dass ich in mir selbst emotional so ganz bin, dass ich da meinen Frieden habe und die Liebe und dass ich da nicht nach oben weg muss. Und wenn man das will, dann kommt man nicht darum herum, die ganzen unbewussten Themen anzuschauen, die wir in uns haben. Und darum ist für mich Schwingungserhöhung nichts, wo man sagt, man fühlt sich jeden Tag besser, sondern das ist so ein Hin und Her, bis es in einem selbst stabil wird. Zumindest ist das so das ist zumindest mein Weg. Ich weiß nicht, ob das für andere so irgendwie geht. Ja, also für mich macht es ganz, ganz viel Sinn. Und du hast in einem deiner letzten Newsletter auch geschrieben über die Wertschätzung des Materiellen auch. Also dass viele, die sich mit spirituellen Dingen beschäftigen, unbewusst das Materielle geringer schätzen als die feinstofflichen Ebenen. Und dann ist ja die Tendenz schon da, dass man dann auch sich eher hinaus begibt. Aber würdest du sagen, das ist eigentlich unsere wichtigste Aufgabe, dieses hier ins Materielle zu verankern, indem wir es runterholen und nicht indem wir selber wieder, ja, IT will nach Hause. Ne? Das ja? Ja, schon. Und nur dann kann unser Licht ja auch in unserem Körper sein und sich dann auch mit der Erde verbinden. Und ja, also ich finde das darum schon wichtig, aber es ist halt der Weg, der schwieriger ist, als wenn man sagt, man geht einfach oben raus und trennt sich von dem, was man nicht gut findet und dann, also sind halt zwei verschiedene Wege und ich glaube, die wenigsten machen den, dass sie wirklich ihr Licht hierher bringen wollen, weil das halt auch einfach unangenehme Phasen drin hat. Und wir wollen ja alle, dass es uns nur gut geht. Und dann haben wir manchmal so irgendwie diesen Wunsch, dass man ab jetzt alles vermeidet, was irgendwie seltsam ist. Aber es ist ja wie mit Glaubenssätzen. Wenn man sich etwas manifestieren will und man zum Beispiel ein Gefühl von Fülle in sich haben will, dann kann man das ja nur wirklich auf allen Ebenen fühlen, wenn man auch sich anschaut, was sind denn die Blockaden, die man in sich hat, die das Gegenteil sagen. Und wenn man sich das nicht anschaut, dann sind ja immer im Unterbewusstsein und beeinflussen von dort ja immer die eigene Energie und das Leben. Also ich kenne keinen Weg, wo man um das rumkommt, wenn man wirklich sein Licht hier hinbringen will. Es ist einfach bei jedem anders, weil jeder andere Themen hat. Aber so von
Einfach so von dem, wie ich denke, wie das funktioniert, kommt man da nicht drum herum. Auch wenn die meisten das wollen, wenn es um Schwingungserhöhung geht.